Hallo Freunde. War das zu laut? Es gibt vermutlich nichts, was Künstlerinnen und Künstler so unfrei machen kann, wie die Notwendigkeit, mit der Kunst den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Und trotzdem ist es das, was viele Künstler wollen oder müssen und was ich schon mein ganzes Leben lang mache. Wir sind Hedda und Eto und wir arbeiten gerade an unserem ersten gemeinsamen Musikalbum. Finanzieren tun wir das mit ziemlich schlecht bezahlten künstlerischen Auftragsarbeiten und unserem Ersparten. Damit entsprechen wir leider ziemlich genau diesem alten Klischee der abgebrannten Künstler. Was das Thema Geld in einem Künstlerleben so alles anstellt, welche Strategien wir deswegen daraus abgeleitet haben und wie wir versuchen, mit diesen Strategien nun zu arbeiten. Es zählt einfach nur, wie schnell, wie günstig. Wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anders. Das macht was mit einem. Mir klappt nämlich gerade gar nichts. Aber jetzt hat sich was geändert. All das gibt's in dieser Folge. Bleibt dran. Länger als 30 Sekunden. Bitte. Euer Etu. MTV Cribs. Poor Edition. Ist zu lang. Next. Financially poor. Internally rich. Check it out. Das ist eigentlich das Intro vom Rennpferd. Das ist denn der richtige. Naja, das will mir schon das so. Als erstes, liebe Freunde, Halleluja, es ist soweit. Wir gehen zusammen die ersten Arbeitsschritte mit unserem Produzenten Eddie. Und währenddessen sprechen wir auch übers Geld. Ich werde jetzt mal kurz Eddie anrufen, unseren Produzenten, und mit ihm mal schauen, wie wir am besten die Übergabe machen oder wie ich ihm die Gitarrenspuren am besten schicken kann. Also worüber wollen wir reden? Muss ich den Rechner hochfahren? Wir haben uns jetzt die letzten Wochen wieder freigegraben. Wir haben einen neuen Auftraggeber, Gott sei Dank. Wir mussten noch ein paar technische Geräte anschaffen. Use English as the main language. Press the return key. Also, dieses kleine Etu war einkaufen. Du hast es jetzt ja schon verraten. Ich wollte ein Ratespiel daraus machen. Das hat das Etu gekauft. Was will diese Persönliche? Ne? Kann man nicht ahnen. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, an dem wir wieder Kunst machen können. Und ich werde jetzt schnellstmöglich anfangen, die Gitarrenaufnahmen zu machen. Ich würde anfangen mit allen Sachen, die Distortion brauchen. Da ich die alten Saiten auf den Gitarren drauf lasse und erst wenn wir die durch haben, würde ich die Saiten wechseln, weil alte Saiten für Distortion-Sachen sind ziemlich gut. Die brauchen nicht so viel Brillanz. Das wird quasi unsere Teststrecke, würde ich vorschlagen. Ich werde wahrscheinlich mit dem Rennpferd anfangen. Du möchtest gerne eine Tabelle haben, weil also für mich ist es eigentlich relativ egal. Ich habe zwar alles schon mal eingespielt und ihm auch geschickt, aber vieles davon waren natürlich auch Platzhalterspuren. Das heißt, wenn ich einen Song entwickle, dann muss ich ja an jedes Instrument denken. Das heißt, ich kann mich nicht ewig damit aufhalten, jetzt die perfekte Gitarrenspur einzuspielen. Deswegen mache ich das jetzt alles nochmal. Das heißt, ein paar Spuren werden mit Sicherheit überleben, weil das sind First Takes, die sind wunderbar, so wie sie sind, fassen wir nicht wieder an. Schlussende. Aber es gibt genug Sachen, die kann man noch verbessern und aufpolieren und da kann ich auch nochmal kreativ ran. Und wenn ihr auch weiterhin nichts von diesen bahnbrechenden Entwicklungen verpassen wollt, dann schenkt uns doch bitte ein Abo. Ich weiß, es ist nicht schön, das immer wieder gesagt zu bekommen, aber glaubt uns, für uns ist es extrem wichtig, sonst würden wir das nicht sagen. Wenn euch das gefällt, dann teilt es bitte in die Welt und abonniert den Kanal. Dankeschön. So, jetzt mal Rock'n'Roll aber. Rock'n'Roll. Ich muss erst mal warm werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Alle Systeme Start. Und weil wir unser Budget zusammenhalten müssen, machen wir ebenso viel wir können selbst. Also auch unsere Musikvideos. Das Bühnenbild schenkt uns zum Glück die Natur. Ich muss aber nicht immer vor und zurücklaufen, oder? Denn das ist eine Erfahrung, die fast alle MusikerInnen beim Musikvideodreh machen. Man tut dieselben Dinge sehr oft, immer wieder. Und in Zeitlupe sieht immer alles besser aus. Und nochmal Berg runter. Freestyle.
Nochmal bitte, da habe ich gewackelt. Und wir sind natürlich mit den Rädern unterwegs. Und das hat auch viele Vorteile im Wald. Aber manchmal... Er hat's geschafft. Was tust du da? Komm. Die Musikvideos in der Natur zu drehen, das bedeutet aber auch, immer wieder spontan auf das Wetter zu reagieren und es mit allem anderen unter einen Hut zu kriegen. Der Glamour des Filmemachens. Wir sind in aller Herrgottsfrühe aufgestanden, weil gestern Abend der Wetterbericht für heute früh gesagt hat, dass es Sonne und Nebel geben würde. Und das ist genau eine Wetterlage, die wir für eine wichtige Einstellung im Rennpferd-Musikvideo brauchen. Also sind wir hier vor dem Frühstück einfach nur aus dem Bett gesprungen, angezogen, losgefahren. Aber wie wir sehen wir zwar Nebel, aber keine Sonne. Legst, wie du da bis zur Hüfte drin stehst. Ah, herrlich. Wir sind trotzdem hier mit den Rädern auf den Berg gefahren. Oh ja. Werden jetzt das Beste draus machen. Vielleicht kommt die Sonne noch raus und sonst arbeiten wir mit dem Wetter so, wie es ist. Und es bedeutet auch, sich selbst ziemlich oft ziemlich albern dabei vorzukommen, wenn man in aller Öffentlichkeit zu Musik vom Handy-Lautsprecher performt, als ginge es ums eigene Leben. Jetzt machen wir fahren, dann fahren wir. Kunst und Geld, selbst wenn man es unbedingt will, kann man beides nicht voneinander trennen. Wir haben zum Beispiel kein Geld für ein eigenes Auto. Die meiste Zeit über ist das aber auch gar nicht schlimm. Ein Musikvideodreh wird vielleicht ein bisschen abenteuerlicher. Und manchmal sind wir auch schon ein bisschen platt, wenn wir am Drehort ankommen, weil wir das gesamte Equipment und die Instrumente auf unseren Rädern und Rücken transportieren. Aber es funktioniert. Bloß nächstes Jahr müssen wir irgendwie auch bei Wind und Wetter ins Tonstudio kommen. Und das ist nicht gerade um die Ecke. Wir versuchen deshalb gerade herauszufinden, ob Carsharing für uns vielleicht eine Alternative sein könnte. Elektroauto hat extra Einweisungen. Nachdem Sie den Regelungsknopf des Ladekabels gedrückt haben, bleiben Ihnen 30 Sekunden, um es zu trennen, bevor es wieder verriegelt. Achso, ich dachte, bevor sich das Auto selbst zerstört. So, Folgendes. Wir haben ja kein Automobil. Das Blöde ist, in Anführungszeichen, dass das Studio, wenn wir zur Eddy fahren, ist mit den Fahrrädern etwa eine knappe Stunde weg von hier, je nachdem, ob wir die gesenkte Säule fahren oder nicht. Im Herbst, im Winter ist es dann nicht mehr unproblematisch, lange Strecken mit dem Fahrrad zu fahren. Besonders, wenn man nicht weiß, wie sich das Wetter so entwickelt über den Tag. Und wenn man ein Instrument dabei hat. Und wenn man ein Instrument dabei hat. Und manchmal werde ich sogar zwei mit haben. Also was kann man machen, wenn man selber kein Auto hat? Glück haben in unserem Fall. Und es gibt in unserer Stadt, in der wir leben, ein Carsharing-Angebot. Das aber ist auch wieder nicht ganz unkompliziert. Die Route ist dann die folgende. Wir fahren mit den Fahrrädern von zu Hause zu einer Fahrradgarage, um unsere Fahrräder da irgendwie sicher den ganzen Tag zu parken. Dann müssen wir aber von der Fahrradgarage, die nicht da ist, wo das E-Auto ist, zum E-Auto hinlaufen mit allem. Und dann erst können wir mit dem E-Auto zum Studio fahren. Schon gebondet? Ja. Freshly bonded. Das ist Ulla. Ulla? Ulla. Wenn man das alles zusammennimmt, ist es tatsächlich viel kürzer, mit dem Fahrrad direkt zum Studio zu fahren, als irgendwie die Ochsentour zu machen, Fahrrad in die Stadt fahren, dann zum Auto, dann losfahren und auf der Rücktour das Ganze dann nochmal andersrum. Das Auto abzugeben, anzuschließen an Strom, so alles, was dazugehört. Wenn es bereits richtig regnen oder schneien sollte, dann ist es noch komplizierter. Ich glaube, Sie haben hier gerade sehr gemacht. Ich versuche das nämlich in 20 Minuten. Warten Sie mal, ich will Sie mal nicht zu schnell von der Angel lassen, nicht, dass es irgendwie doch nicht das Richtige ist.
Ich probiere jetzt nochmal die Abmeldung. So, alle Türen zu. Er hat sich verriegelt. Das ist ein gutes Zeichen, ne? Also wenn, oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, wenn wir meine versuchen wollen, die ist in diesem Rucksack. Ja. Deswegen sind wir uns auch gar nicht sicher, ob wir das mit dem Carsharing machen oder vielleicht doch lieber mit dem Bus fahren. Das wären 3 Busse. Wir wären auch 1,5 Stunden unterwegs für eine Fahrt. Ellie hat geschrieben, jetzt sag mir bitte, dass der Bus gekommen ist. Das können wir leider noch nicht final sagen, ob der Bus gekommen ist. Die Message ist, glaube ich, dass man es einfach gangbar macht und möglich macht, egal wie kompliziert es ist. Und wir müssen halt einfach das rausfinden, was am besten funktioniert. Was ist denn das CPAC? Nein, das ist unsere Vollkasko-Selbstbeteiligungsrunterschrauben. Ach so, du meinst das S-Pack, oder? Hier steht SI. Also Ach so, Sie-Pack. Nach Tupac sehen Sie jetzt C-Pack. Bei allem, was wir also jeden Tag jonglieren, müssen wir uns immer wieder fragen, was ist jetzt wirklich wichtig? Was ist als nächstes dran? Ein Auto zu organisieren, damit wir in ein paar Monaten ins Tonstudio kommen können? Unseren nächsten Auftrag abzuschließen und uns direkt um einen neuen zu bemühen, damit wir nicht nur die Miete, sondern auch das Auto und die Tage im Tonstudio bezahlen können? An der Musik zu arbeiten, damit es überhaupt etwas gibt, womit wir dann im Tonstudio weiterarbeiten können? An Werbemaßnahmen arbeiten, damit wir besser bezahlte Jobs bekommen? Und jedes Mal lautet die Antwort, eigentlich müssen wir alles gleichzeitig tun. Und dabei wissen wir eigentlich genauso, dass wir dringend auch einfach mal Zeit zum Durchschnaufen bräuchten. Ja, aber das gehört sich doch auch so. Moin. Ja. Du wirst von mir sehr nah am 1. April die Rechnung kriegen und mit der Bitte sofort zu überweisen. Musst du mir gar nicht sagen. Wir haben doppelt so hohe Kosten jeden Monat, also manchmal sogar mehr, als das wir einnehmen durch prekär bezahlte Jobs. Also ich kenne das sehr gut. Du kannst ja in unseren Jobs nicht einfach die Preise so erhöhen, wie alle anderen das machen, ne? Ja, das ist ja das eine, aber wir haben ja hunderte Bewerbungen schon geschrieben und die sind super ausgefeilt. Wir haben ein sehr aufwendiges Portfolio und wir kriegen keine neuen Aufträge, kriegen wir einfach nicht. Also wir können da zappeln, wie wir wollen, da kommt nichts. Und das ist, das ist halt auch... Dann willst du noch die Preise erhöhen. Und dann kannst du natürlich auch keine Preise, also das bewegt sich ja konträr zueinander. So, jetzt aber weg von dem negativen Scheiß, zurück zu den schönen Sachen. Pass auf, also Intro haben wir besprochen. Es geht ja super gut los. Also wir können nicht zu viel Zeit natürlich darauf verwenden am Anfang, aber ein bisschen muss da sein, weil das schon alleine für die filmischen Ideen ganz wichtig ist, dass die sich entspinnen können. Irgendwie. Ja, wenn du von Single-Version redest, du redest eigentlich ja von der Videoversion. Ne? Ja, pass auf. Ja oftmals noch eine andere. Da kommen wir, lass uns mal auf die Meta-Ebene zum Schluss gehen. Ich will dir gerne noch ein paar ganz allgemeine Sachen sagen. Ja, okay. Und zwar Saxophon-Solo geht für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell weg. Ja, genau, alles Kacke. Also, ciao. Ciao, bis bald, tschüss. Ich finde, es gibt an der Stelle halt, wenn es auftaucht, macht es so ein bisschen... Naja, immerhin. Ist wie immer. Gleich weg. Wie auch immer du den Chor einsetzt. Ich finde, es tut dem Song gut, wenn es halt noch ein bisschen mehr was Freundliches kriegt. Hat es natürlich eine gewisse ich bin hier, so. Und es ist ja auch gut, so soll ja auch so. Aber wenn er irgendwo so noch so drüber gestreut, so ein bisschen noch mehr Lächeln drauf ist,
Ja, hohes, cleanes Eto. Und passend zur Kategorie alles klappt, die Tedder ja letzte Woche eingeführt hat, klappt nämlich gerade gar nichts, weil ich gerade die Gitarrenaufnahmen mache und just jetzt ein Problem mit der Gitarre habe. Kommt mal mit, ich zeige euch, was da los ist. Der Dude, der sitzt noch nicht so richtig. Dann muss ich mal wieder richtig. Man hat hier die Single Coils da und man hat einen 5-Wegschalter. Und Single Coils sind aktiv in der Position und in der Position, also ganz rechts, in der Mitte und ganz links. Wenn man, wie ich gerade gemacht für Summer's Dream of Rock, sehr viel mit der Zwischenposition arbeitet, dann geht das tatsächlich, weil das Humming-Problem ist größtenteils ein Problem, das entsteht, wenn die Single Coils wirklich Single coilen und einzeln geschaltet werden. Also ein Instrument, was einzelne Tonabnehmer hat, das hat leider die dumme Eigenart, dass sobald man Gain oder Distortion dazu schaltet, es einen sogenannten Hum gibt. Also das Ding fängt an zu singen, nur nicht so, wie man es singen möchte. Es gibt halt ein Störgeräusch, was durch elektromagnetische Interferenzen oder Pipapo. Kann ich auch nicht erklären. Das hat was mit Wellen zu tun. Dann hat man halt eine riesenlange Signalkette, aber die ist bei mir gar nicht so lang. Die geht dann hier vom Kabel. Dann geht das, hier ist noch ein Haar von Tedder. Hier geht das ins Floorboard und vom Floorboard geht es dann ins Interface. Achso, jetzt sehe ich ja wieder gar nichts. Ihr seht mich nicht, aber das ist auch egal, weil um mich geht es ja gar nicht. Ihr seht 2 Interfaces vom selben Hersteller und eins ist klein und das andere groß und ich arbeite mit dem da unten. Und dieses habe ich nun zerlegt, technisch. Also ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und dachte, vielleicht gibt es ja, warum auch immer ich das dachte, weniger Interferenzen und Störgeräusche, wenn ich das Interface an den Strom anschließe. Was man machen kann, aber nicht muss, weil es per USB mit dem Laptop verbunden ist. Und da ich aber das passende Netzteil gar nicht hier habe, habe ich einfach ein herkömmliches 9-Volt-Ladegerät von einem anderen Effektgerät. Und dann stellte sich raus, ich hätte nochmal auf die Rückseite des Interfaces gucken müssen, weil es ist nämlich 5 Volt. Und wie ich dann schmerzlich lernen musste, wird da nichts kompensiert, dann wird das Ding geröstet. Und das war's dann. Und so war das. Es hat noch nicht mal mehr geblinkt, es war einfach nur kaputt. Ja, und das Problem mit den Störgeräuschen ist damit immer noch nicht gelöst, aber wahrscheinlich wird Eddie sagen, das ist überhaupt kein Problem. Man legt einen Gate-Effekt drüber und das war's dann. Aber jetzt wird es ja richtig spannend, falls noch jemand da ist. Ist da noch wer? Soll ich noch mehr erzählen? Also, das Problem mit diesem Gating, nämlich was bestimmte Frequenzen ausschließt, wie ein Türsteher, das hat wieder ein anderes Problem, weil nämlich die Nuancen, die man im Ton hat, einfach dadurch rausgeschnitten werden. Je nachdem, wie hoch man das einstellt. Man kann einen sehr dicken Türsteher einstellen, das heißt, man dreht das Gate sehr hoch, oder man kann so einen zierlicheren Türsteher, ich weiß nicht, ob es zierliche Türsteher gibt, aber jedenfalls kann man wählen zwischen zierlichen und richtig bergigen Türsteher. Das sind so Sachen, mit denen ich mich dann beschäftige. In den wenigen Stunden, die ich zum Aufnehmen habe, während ein Großteil der Woche mit anderen Sachen voll ist, vollkommen unnützen Dingen wie Geld verdienen und überleben. Und dann ist es halt manchmal ganz schön doof, wenn Sachen kaputt gehen aufgrund von eigener Dummheit. Dabei wollte ich nur ein Problem lösen, aber Jazz. Noch mehr Jazz. Die Akkus gleich alle. Du kannst nur einmal. Oh, da war ein Grunzer dabei. Wir haben da übrigens auch was vor mit euch, und zwar wird es ein kleines neues Format geben. Es trägt den tollen Arbeitstitel Eto stellt CDs vor und redet viel zu viel darüber. Die erste Folge dieser, ich will nicht zu viel versprechen, aber ich würde schon sagen, weltverändernden Serie, die gibt es nicht hier, sondern auf Instagram. Da ist der Link, schaut mal vorbei. Und wenn wir schon über Kunst und Geld reden,
dann ist es natürlich nur passend, wenn wir uns dabei etwas anschauen, was wir gekauft haben. Und zwar einen Gimbal, also einen handlichen Kamerakran, den wir für unsere Musikvideos brauchen. Und meine Güte, haben wir uns mit diesem Kauf abgequält. Das war für uns eine große Investition. Wir haben ewig recherchiert und schlussendlich diesen gefunden, der gerade genauso viele Funktionen hat, wie wir wirklich brauchen und bedeutend vergünstigt als B-Ware verkauft wurde. Und das gehört nun mal auch zu unserem Leben. Jede Investition frisst enorm viel Zeit, weil wir nicht einfach kaufen können, was wir brauchen, sondern immer nach den besten Angeboten suchen. Und diese Zeit fehlt dann eben wieder für andere Dinge. Dass man es mit dem Geldverdienen in der Kunst schwer hat, das war wahrscheinlich schon immer so. In den letzten Jahren hat sich das vielleicht durch Pandemie, Inflation und KI noch weiter verschärft, aber Preisverhandlungen waren eigentlich schon immer schwierig. Es gibt einfach eine riesige Preisspanne und die macht es dann für beide Seiten schwer einzuschätzen, wie eine faire Entlohnung eigentlich aussieht. Wenn man als Künstler gerade erst anfängt, vielleicht gerade aus dem Studium kommt oder sich sein Portfolio aufbaut, dann nimmt man eben niedrige Preise, um überhaupt erstmal erste Aufträge zu kriegen. Und dann fällt es mit der Zeit eben auch schwer, die Preise dann entsprechend der eigenen Leistungen und Erfahrungen auch zu erhöhen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die jahrzehntelang in Agenturen gearbeitet haben und sich dann erst selbstständig machen, die also gut zahlende Kunden direkt mitnehmen oder durch ihr Renommee dann schnell gewinnen. Und die wiederum können sehr, sehr hohe Preise aufrufen. Wie soll ein Kunde nun also wissen, wie viel Budget er für eine angemessene Vergütung eigentlich einplanen muss? Und wie weiß ich als Künstler, wie viel ich nehmen muss, um zu überleben? Und wie ich das dann auch durchsetze? Wir wissen zwar schon lange, wie viel wir nehmen müssen, um uns finanzieren zu können, aber bislang sind wir immer wieder gegen dieselbe Mauer gerannt. Das Budget ist eben so, wir können nicht mehr zahlen, nehmt es oder wir finden jemand anders. Und das war schlimm, weil man dann eben gezwungen ist, enorm viele dieser miserabel bezahlten Aufträge anzunehmen. Und dann arbeitet man rund um die Uhr, nur um gerade so über die Runden zu kommen. Und man kriegt Freitagabend um 17 Uhr einen Auftrag, der dann Montag früh um 8 Uhr fertig sein soll. Und man kann es sich nicht leisten zu sagen, nee, das ist dreist, das mache ich nicht. Und man kann keinem Auftrag mehr die Hingabe schenken, die er eigentlich verdienen würde. Und das kann doch eigentlich keiner wollen. Und nicht zuletzt, wenn man zu solchen Konditionen arbeitet, dann setzt man auch irgendwie das Signal, dass es okay ist. Und das ist es nicht. Aber manchmal muss man es dann eben trotzdem tun. Und dieses ganze Jahr haben wir praktisch in einem absoluten Chaos gelebt. Wir haben phasenweise gar keine Aufträge gehabt und da ging uns echt, Entschuldigung, der Arsch auf Grundeis. Ich habe Wochen damit verbracht, nach Ausschreibungen zu suchen, Bewerbungen zu schreiben, Anschreiben zu machen, Initiativbewerbungen überall. Das war nicht schön. Wir haben auch mit anderen FreiberuflerInnen kooperiert und zusammengearbeitet, uns Aufträge geteilt, uns Aufträge hin und her geschoben. Es ging sehr vielen Menschen in der Zeit ähnlich. Was natürlich jetzt daran liegt, dass wir eine Pandemie hatten und eine Inflation und überall die Budgets zusammengestrichen werden. Niemand hat mehr Planungssicherheit. Und unter diesen Bedingungen irgendwie optimistisch zu bleiben und weiter an diesem Album zu arbeiten und an allem, was damit zu tun hat, war nicht immer einfach. Ich will gar nicht mehr daran denken, das war wirklich schlimm. Aber jetzt hat sich was geändert. Wir haben dann sage und schreibe 6 Aufträge parallel bearbeitet, so sukzessive seit November. Darunter zum Beispiel, wir arbeiten jetzt für einen Verlag und wir haben ein komplettes Buch geschrieben innerhalb von 4 Wochen jetzt. Und das halt noch zusätzlich zu 5 anderen Auftraggebern, die davon komplett unabhängig sind. Also es waren ein paar emotionale Zusammenbrüche dabei, aber im Großen und Ganzen... Ja, aber eigentlich ja schön, weil ihr euch schon Sorgen gemacht habt, dass die Preise irgendwie gedumpt werden wegen KI. Werden sie ja trotzdem. Also es ist ja nicht so, als würden wir reich werden damit. Also, aber das Beste ist, wir haben eine sehr rigide Arbeitsteilung natürlich gefahren. Also wir haben angefangen, da haben wir 4 Tage durchgearbeitet, von Montag bis Donnerstag, um Geld zu verdienen und dann 3 Tage Kunst gemacht. Das mussten wir jetzt aber in den letzten 2 Wochen auch schon sein lassen. Ja, wir haben jetzt endlich 2 richtig gute Auftraggeber. Man kann, glaube ich, gar nicht richtig in Worte fassen, wie viel das verändert.
Ich habe so lange zu Konditionen gearbeitet, die wirklich unter aller Kanone waren, dass ich jetzt erst merke, wie viel das mit meinem Selbstwert gemacht hat. Wenn man um jeden Cent immer verhandeln muss, wenn man das Gefühl hat, für die andere Seite zählt immer nur, wie schnell kannst du das machen und wie günstig kannst du das machen. Absprachen werden nicht eingehalten, Preise werden gedrückt, Zeiten werden immer enger gesteckt. Das einzige Gefühl, was du hast, ist, wenn du nicht funktionierst, bist du raus. Und wie gut du etwas machst oder wie gut du dich als Mensch verhältst, wie zuverlässig du bist und wie viel Mühe du dir gibst und wie viel Herzblut du in irgendwas reinsteckst, zählt nicht. Es zählt einfach nur, wie schnell, wie günstig. Wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anders. Das macht was mit einem. Also ich saß jetzt nicht zu Hause und habe gedacht, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug und alle behandeln mich schlecht. So weit in mein Bewusstsein ist das gar nicht vorgedrungen. Meine Gedanken an und für sich waren immer positiv, weil ich in meinem Leben gelernt habe, den Wert, den ich als Person habe, nicht an das zu koppeln, was ich leiste oder was die Welt mir zurückspiegelt, sondern immer zu wissen, wer ich bin und dass ich gut so bin, wie ich bin. Und dass ich nicht mehr sein muss, als ich bin. Aber wenn man in seinem Arbeitsleben ständig nur das Gefühl bekommt, dass die eigene Arbeit und die eigene Person nicht zählen, dann macht es einfach was damit, wie selbstsicher man auftritt, wie mutig man sich traut, etwas zu verlangen, wie selbstverständlich man sagt, nein, das mache ich nicht, das sind meine Grenzen. Irgendwann hat man das Gefühl, nichts davon mehr durchsetzen zu können. Dass ich es jetzt am eigenen Leib erfahre, gut behandelt und ordentlich bezahlt zu werden, das hat so viel mit mir gemacht, dass es mich tatsächlich selber erstaunt, dass es so viel mit mir gemacht hat. Man gibt sich immer der Illusion hin, das hätte man alles unter Kontrolle und man muss sich einfach nur mehr anstrengen oder mehr Bewerbungen schreiben oder was auch immer an einem selbst ändern. Es ist einfach auch so viel Glück, ob man zur richtigen Zeit an die richtigen Menschen gerät und überhaupt ein halbwegs sicheres, planbares Einkommen jetzt zu haben. Das entscheidet so viel. Es entscheidet so viel über unseren inneren Frieden, den wir spüren können. Es entscheidet darüber, wie wir unsere Zeit nutzen können. Es entscheidet natürlich auch darüber, was kann man im Supermarkt kaufen, wie viel Energie und andere Ressourcen muss man im Alltag einsparen und all diese Dinge. Aber es gibt vor allem inneren Raum. Und wir wünschten, wir hätten jetzt ein Patentrezept, das wir euch mitgeben können. Haben wir aber nicht. Außer, kennt euren Wert, seid selbstbewusst, sorgt gut für euch, verliert nicht die Hoffnung, sucht weiter. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Willy Wonka. Achso, ja, der macht es auch. Das erfahrt ihr in dieser Folge. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Ja, ich weiß. Gehst du auch jeden Monat arbeiten und verdienst viel zu wenig Geld? Mit dieser CD wird sich das alles ändern. Nee, klappt mal sowas nicht. Das ist ja Quatsch.